Ein immer wiederkehrendes Motiv in den Gemälden von Balthus ist der Spiegel. Der Spiegel hat natürlich eine lange Tradition in der Kunstgeschichte, findet sich gerade auch in der Kunst der Renaissance, des Barock immer wieder. Und gerade auf dieses Thema greift auch Balthus zurück. Er tritt etwa hier in diesem Gemälde aus der Mitte der 40er Jahre auf, mit dem Titel Die schönen Tage, die glücklichen Tage, les beaux jours. Ein Bild, wo man zwei der Hauptthemen von Balthus versammelt sieht, nämlich das junge Mädchen und der Spiegel. Der Spiegel, der hier aber, wie man sieht, etwas sehr Ambivalentes hat. Es ist ein vertrautes Element, was aber bei Balthus etwas Unheimliches, Rätselhaftes bekommt. Der Spiegel ist so gedreht, dass man nicht genau weiß, was es ist. Er sieht fast aus wie ein Dolch, hat aber auch etwas von einem phallischen Motiv und verstärkt auch die erotische Dimension in diesem Gemälde. Auffällig ist, dass bei Balthus die Spiegelfläche nie zu sehen ist. Der Spiegel ist immer eigentlich von hinten zu sehen. Das Mädchen oder die Figur schaut sich auch nur selten wirklich im Spiegel hinein. Er bleibt in dem Sinne eigentlich nicht sichtbar und weitgehend leer. Es ist ein Thema, das bereits in den 30er Jahren bei Balthus auftaucht. Auch ein Motiv natürlich der Eitelkeit in gewisser Hinsicht, aber eben, und das fällt auch in diesem Bild auf, oft auch einfach eine reine Requisite, die auch zur Belebung der Komposition beiträgt. Dieses Gemälde hier ist eines der rätselhaftesten Bilder von Balthus. Man sieht, dass die Handlung etwas Unheimliches hat. Man sieht, dass eine Geschichte erzählt wird, aber eben nicht zu Ende erzählt wird, so dass der Betrachter auch seine ganz eigene Interpretation in dieses Bild hineinlegen kann. In den Bildern ab den 40er Jahren fällt auf, dass das Frauenbild bei Balthus sich nochmal verändert. Seine Figuren wirken immer wie puppenhafter. Hier hat man fast den Eindruck, dass sich das Mädchen, dass es sich hier um eine Marionette handelt, der man die Fäden durchgeschnitten hat, sodass die Arme wirklich in diesem Lehnstuhl herunterfallen. Dadurch bekommen die Figuren auch zusätzlich etwas Mysteriöses. Sie bewegen sich zwischen lebendigen und künstlichen Figuren. Und gerade in diesem Beispiel wird das ganz deutlich. Die Geschichte, die das Bild erzählt, ist, wie gesagt, sehr, sehr vieldeutig. Man sieht, dass es hier auch zu einer Begegnung mit einer anderen Figur kommt, mit dieser männlichen Figur, die gerade das Feuer nährt, vielleicht das Feuer der Leidenschaft, aber vielleicht auch das Feuer des Krieges, denn das Gemälde entstand während des Zweiten Weltkriegs in Fribourg und man könnte sich durchaus vorstellen, dass es auch eine Reflexion zu dieser großen, schrecklichen Jahrhundertskatastrophe ist. Es ist auch das einzige Gemälde, wo zumindest eine Uhr angedeutet wird. Oben am Kamin erkennt man dieses uhrenhafte Element, also ein Zeitmesser, der sonst in allen Bildern von Balthus fehlt, obwohl das Thema der Zeit bei diesem Künstler omnipräsent ist. Dieses Bild ist auch ein gutes Beispiel, um die ironische Dimension in den Werken von Balthus zu erkennen. Es ist ein Bild, das einerseits das Bürgertum, das bürgerliche Ideal zelebriert, mit diesem sehr säuberlichen Interieur, dem adrett gekleideten Mädchen. Und zugleich spürt man gerade auch in dieser dunklen, unheimlichen Dimension, dass Balthus auch dieses bürgerliche Ideal in Frage stellt und sozusagen auch mit diesem Ideal bricht. Gerade die Ironie ist bei Balthus oft erst auf den zweiten Blick zu erkennen, aber wie gesagt ein ganz wesentlicher Bestandteil seiner Kunst.